Hallo, mein Name ist Florian von Nachhaltig Grün und im heutigen Video zeige ich euch, welche Vorteile es hat, richtig zu sanden und welche Sandmengen dabei ausgebracht werden müssen. Denn zu viel Sand kann negative Folgen mittelfristig mit sich bringen. Aktuell sehe ich sehr viele Videos auf YouTube, Facebook oder Instagram, wo definitiv falsch gesandet wird und zu viel Sand ausgebracht wird. Welche Nachteile hat zu viel Sand? Das ist ganz einfach. Zum einen bilden sich Sperrschichten. Das heißt, der Sand lässt kein Wasser mehr durch, der Durchfluss des Wassers findet nicht mehr statt. Wasser befindet sich auf der Oberfläche oder steht dort, das Gras ist stetig feucht und Moos kann sich bilden, langfristig gesehen. Das nächste ist, dass wir im Boden Sperrschichten bilden. Sperrschichten bedeutet, das Wasser kann nicht durch den Boden absickern und es wird toxisch. Bedeutet wenig Luft im Boden, schlechtes Wurzelwachstum, offene Grasnarbe oder die Grasnarbe wird langfristig aufgehen. Ja. Und der dritte Punkt ist, dass wir eine Sandwichbildung, wie wir es in der professionellen Rasenpflege nennen, hervorrufen. Sandwichbildung ist ganz einfach. Ihr habt eine Schicht Sand, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm groß und danach kommt wieder ein Stück Erde oder Rasenfilz, der sich aufbaut, weil ihr nur 1- bis 2-mal im Jahr sandet und dann immer eine sehr große Schicht ausbringt und das sollte man umgehen. Wichtig hierbei ist, eine homogene Schicht im Rasen aufzubauen. Und wie das Ganze jetzt ausschaut, zeige ich euch im Bodenprofil. Damit ich euch das Bodenprofil zeigen kann, wie wir es in der professionellen Rasenpflege auch anwenden, habe ich hier einen Profilstecher. Das ist ganz einfach, man hat hier die Klappe und kann dann das Bodenprofil anschauen. Damit stechen wir jetzt hier in den Boden ein. Man sieht, wir hatten hier eben diese 8 Liter Sand ausgebracht am Quadratmeter. Und dann nimmt man das hier raus, vorsichtig, klappt auf und jetzt sieht man hier eine relativ starke Sandschicht. Der Boden hier ist schon sehr homogen, das heißt das gleiche Farbbild von oben nach unten konstant durch. Insofern ist es schon mal gut. Es wurde nicht zu viel Sand aufgebracht. Man sieht sogar hier in den ersten 1,5 cm, würde ich meinen, dass strukturiert immer wieder kleine, feine Sandschichten ausgebracht wurden. Anhand dieses Bildes möchte ich euch ganz gerne ein negatives Beispiel zeigen. Wir haben dieses Profil ausgestochen auf einem Golfgreen. Ihr seht oben die Grasnarbe, darunter eine leichte Sandschicht und der blaue Pfeil zeigt bereits die erste Filzschicht. Der rosarote Pfeil zeigt wieder eine ganz leichte Sandschicht und darunter befinden sich wieder 3 bis 4 mm dichter, kompakter Rasenfilz. Genau dieses Bild zeigt eine Sandwichbildung, so wie wir es nicht haben wollen, was aber passiert, wenn wir einmal im Jahr eine dicke Sandschicht ausbringen und das war's. Jetzt sieht man natürlich sehr wenig Sand, nur zwischen den einzelnen Filzschichten. Das hängt damit zusammen, dass es auf einem Green aufgenommen wurde und dass die Schnitthöhe hier bei 3 bis 4 mm liegt. Daher ist es relativ wenig Sand. Wenn ihr aber im Hausgarten natürlich 10 Liter Sand am Quadratmeter ausbringt, ohne zu erifizieren, sondern nur als in Anführungszeichen Topdressing, dann ist es definitiv zu viel und führt eben zu einer Sandwichbildung. Beim Topdressen sehe ich aktuell einfach auch, dass viel zu viel Sand verwendet wird. Es ist Rasensanden, wie man es beispielsweise nach dem Erifizieren machen kann. Aber Topdressing bedeutet, eine feine Sandschicht auf der Fläche auszubringen. Ja, ich empfehle euch auch nicht, Unebenheiten mit reinem Sand aufzufüllen, denn wenn ihr Unebenheiten mit reinem Sand auffüllt, dann habt ihr wieder diese Schichtenbildung, wie wir vorhin schon gesprochen haben, weil ihr diese Unebenheiten, diese Mulden mit Sand auffüllt und dort entstehen beispielsweise langfristig gesehen auch Dry Spots. Topdressing heißt, alle 4 Wochen wäre meine Empfehlung mit 0,5 Liter am Quadratmeter nur eine ganz feine Sandschicht ausbringen, meinetwegen mit der Sandraupe einarbeiten oder einregnen oder mit einem Besen einarbeiten, wie ich es in einem meiner Videos schon gezeigt habe, Sanden nach dem Erifizieren beispielsweise und dadurch wird das Bodengefüge homogen und positiv gestaltet. Einer der wichtigen und elementaren Schritte zum perfekten Rasen ist dieses stetige Topdressing.
wenig Sand am Quadratmeter, feine Sandschichten, homogener Bodenaufbau. Und wie ihr das Ganze erreichen könnt, da empfehle ich euch den Master Top Dresser S75, den ich euch auch schon im vorherigen Video gezeigt habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und wenn ihr Fragen zu dem Produkt Master Top Dresser habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte jegliche Fragen mit all meinen Mitteln. Und wo ihr den Master Top Dresser kaufen könnt, verlinke ich euch hier oben.